Hallo zusammen. Suunto hat im Rahmen des Releases der Suunto Race 2 auch hier Feature-Updates für seine älteren Uhren herausgebracht. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was es hier in diesem Sommer an Neuerungen für die Suunto Race, Race S, Vertical, aber auch die Suunto Peak 9 Pro gibt. Also würde ich sagen, dann legen wir auch direkt aber schon los. Die erste Änderung, die ich euch zeigen möchte, ist nun die Möglichkeit, hier mehrere Sensoren des gleichen Types auf die Uhr zu verbinden. Dazu gucken wir uns einfach mal auf der Race 2 an, beziehungsweise auf der Race S. Dafür geht ihr ganz runter in eure Einstellung und dann könnt ihr eure Sensoren anschauen. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass du dann nur einen Herzfrequenzsensor verbinden konntest oder nur ein Leistungsmesser. Das heißt also, wenn du mehrere Geräte gehabt hast, die du wechseln wolltest, ist das überhaupt nicht möglich gewesen. Und wenn wir jetzt hier auf verbundene Geräte gehen, können wir sehen, dass wir auf der Suunto Race S zum Beispiel hier zweimal die Möglichkeit haben, Herzfrequenzdaten zu messen. Ich habe zum Beispiel das WUBand verbunden und mein Amazfit Helio Strap, was ich aktuell trage. Oder auf der Race 2 sehen wir dann auch hier zum Beispiel einen Garmin-Gurt, den wir verbunden haben. Oder von Wahoo gibt es ja auch einen Brustgurt, den habe ich auch mal aus Testzwecken hier verbunden. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch hier mehrere gleiche Geräte zu verbinden. Das ist aber noch nicht alles an Änderungen. Wenn du nämlich dann in den Sensor hineingehst, wir nehmen jetzt einfach mal den Helio Strap, den ich gerade hier trage, und er verbindet sich, dann könnt ihr auch den aktuellen Akkustand sehen des Gerätes. Und man muss ja auch sagen, das ist alles verifiziert. Ich habe es nachgeprüft. Beide Geräte haben den gleichen Akkustand, also in der App, wie es jetzt auch hier angegeben wird. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt für deine Rallye-Pedale, das ist ein Leistungsmesser, wissen willst, wie der Akkustand ist, dann kannst du das hier mit der Uhr auch direkt überprüfen. Das Thema Datensicherheit ist ein wichtiger Aspekt und so bietet uns auch Suunto nun die Möglichkeit, die Uhr bzw. eure Daten zu schützen, sobald du die Uhr ausziehst und dann hier mit einem Passwort wieder zu entsperren. Ich zeige euch das in diesem Fall auf der Suunto Race 1. Wir klicken einmal rechts unten kurz auf die Taste, dann gehen wir hier in die Einstellungen ganz runter, dann auf Allgemein und hier findet ihr ganz versteckt dann die Möglichkeit, den Passcode oder den Passkey zu hinterlegen. Jetzt wählen wir das aus und dann können wir sagen, okay, wir möchten es einmal festlegen und dann nehmen wir jetzt einfach eine Zahl. So, und ab diesem Zeitpunkt ist die Uhr dann hier auch geschützt und ab diesem Zeitpunkt dauert es einen kleinen Moment, bis die Uhr sich dann gesperrt hat und dann kannst du die Uhr nur noch über diesen Code hier entsperren. Eine Softwareänderung, die schon etwas länger her ist, ist hier die Umstellung der Komplikation. Besser gesagt, in der Vergangenheit war es die Möglichkeit, das Ganze hier über das Touchscreen zu ändern. Das hat Suunto leider ein bisschen geändert oder verändert. Wenn ihr jetzt die Komplikation ändern wollt, dann klickt ihr einfach rechts unten auf die Taste, dann kommt ihr in die Einstellung hinein und dann müsst ihr einfach hier auf individuell anpassen gehen. Und hier habt ihr nun die Möglichkeit, wenn ihr runterscrollt, auf Komplikation dann auch entsprechend die Komplikation eures Watchfaces oder eurer Zifferblattes zu ändern. Das heißt also, das ist jetzt etwas versteckter, etwas umständlicher, aber das ist weiterhin möglich. Mit der Suunto Race Run haben wir ein neues Widget erhalten, besser gesagt das Erholungswidget. Das haben wir jetzt auch auf der Suunto Race 2, aber mit einem Update ist es auch auf die Suunto Race S, Suunto Vertical, Suunto Race gekommen. Wir können es mal ganz kurz auf der Suunto Race 2 anschauen, weil die habe ich jetzt den ganzen Tag getragen. Wir können sehen, wir haben jetzt hier eine Erholung von 69%. Und wenn wir uns das auf der Suunto Race 1 anschauen, können wir sehen, da gibt es ebenfalls das Erholungswidget. Ein Nachteil gibt es, Suunto synchronisiert die Uhren leider nicht so mit allen Informationen. Das heißt also, Schlafdaten werden leider nicht auf die Uhren verteilt. Deswegen haben wir hier auch verschiedene Werte. Und dann bekommt ihr einmal hier so eine kleine Einschätzung des Suunto-Coaches. Und ihr seht dann auch die Faktoren, welche dann für die Erholung wichtig sind. Wir können sehen, hier, wie gesagt, die Daten werden nicht übermittelt. Aber auf der linken Seite Race 2 sehen wir jetzt hier, die Herzfrequenzvariabilität ist ein wichtiger Punkt. Und da wird natürlich für euch individuell geschaut, ob das gut oder schlecht ist. Dann die Schlafenszeit, die Trainingsbelastung und natürlich dann auch, wie ihr euch nach dem Workout gefühlt habt. Ihr könnt ja nach den Workouts immer hier so ein Smiley auswählen und das wird dann mit berücksichtigt. Und so habt ihr für euch hier einen Wert und seht jeden Tag, wie erholt ihr seid. Es ist jetzt kein dynamischer Wert in dem Sinne, dass, wenn du einen stressigen Tag gehabt hast, dass sich das hier verändert. Aber wenn du zum Beispiel ein Workout mit einem Tag durchführst, dann wird natürlich das Erholungswidget auch hier dann angepasst. Mit den letzten Updates habt ihr dann auch eine neue Funktion auf eure Uhr bekommen. Besser gesagt, es gibt im Suunto Plus Store nun die sogenannte Suunto Zone Sense. Das ist ein sehr schwerer Name auszusprechen. Und das soll euch dabei helfen, eine Zeit zu zeigen, wie lange du in einer Herzfrequenzzone unterwegs bist, sei es im aeroben, anaeroben Bereich oder VO2 Max Zone. Das wird dann auch zeitlich aufgezeigt und auch farblich dargestellt, damit du auch dein Training hier optimal gestalten kannst. Ja, und wie bekomme ich das Ganze? Dafür geht ihr einfach in eure Suunto App hinein, wählt oben hier eure Uhr aus und dann kommt ihr auch schon direkt in die Einstellung der Uhr. Und wir sehen jetzt hier den Suunto Plus Store. Den wählen wir jetzt aus und gehen hier drauf. Und dann geht ihr einfach oben auf die Suche und gibt hier Zone ein. Dann sehen wir auch hier schon, dass wir unten gleich hier Zone Sense angeboten bekommen. Das wählen wir jetzt aus und dann sehen wir auch schon hier die Übersicht, wie das Ganze dann aussehen soll. Es gibt dann auch noch so eine kleine Erklärung dazu.
Um es auf die Uhr zu installieren, geht ihr einfach hier unten drauf auf Uhr installieren und dann wird es auch schon direkt mit der Uhr synchronisiert, sobald hier dann die Synchronisation stattgefunden hat. Nun ist es aber noch nicht direkt auf der Uhr aktiviert. Du musst es dann in den Aktivitäten jeweils aktivieren. Dafür gehen wir jetzt in eine Aktivität hinein. Gehen jetzt mal zum Beispiel ins Laufen. Sehen wir jetzt auch hier schon Suunto Plus. Da gehen wir jetzt drauf. Und wenn wir jetzt runterscrollen, werden wir auch gleich sehen, dass wir jetzt hier Zone Sense haben. Das wählen wir jetzt aus und ab diesem Zeitpunkt ist es dann aktiviert. Und du bekommst dann hier entsprechend die Daten dann während des Laufes angezeigt. Es dauert so einen kleinen Moment. Bei mir hat es so knapp 10 Minuten beim ersten Mal gedauert, bis ich dann die Daten angezeigt bekommen habe. Und eine Voraussetzung, die ist auch ganz wichtig, es funktioniert nur in Verbindung mit einem Brustgurt. Dabei ist es völlig egal, welcher Hersteller es ist, aber es muss auf jeden Fall hier ein Brustgurt mit der Uhr verbunden sein, damit du hier Daten angezeigt bekommst. Es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, das auf dem Widget zu sehen, du kannst dir dann auch die Zeiten in den Zonen hier auf dem Datenfeld komplett anzeigen lassen. Das heißt also, es gibt dann 3 neue Datenfelder, die angeboten werden. Einmal für die Dauer des Aeroben-Bereich, Dauer-Anaeroben-Bereich und die Dauer des V2 Max hast du dann ebenfalls hier die Möglichkeit, das einzurichten auf deiner Uhr. Eine weitere Änderung haben wir dann im Bereich des Kartendownloads. Besser gesagt, ihr könnt die Karten nun herunterladen, ohne die Uhr auf die Ladestation zu legen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in die Offline-Karten hineingehen, um eine auszuwählen, können wir dann zum Beispiel nach Hessen reingehen. Voraussetzung hierfür ist weiterhin, dass die Uhr natürlich mit dem WLAN verbunden ist. Und wir gehen jetzt einfach auf Karte herunterladen. Dann werdet ihr hier auch schon gefragt. Wir sagen einfach jetzt herunterladen. Und wie gesagt, das funktioniert dann auch an dieser Stelle hier ohne Verbindung eines Stromkabels. Und wenn wir schon beim Thema Karten sind, es gibt auch weitere spannende Änderungen bei der Navigation. Besser gesagt, die Abbiegenweise sind jetzt hier optimiert worden. Vielmehr bekommt nämlich jetzt für die nächste Kreuzung wirklich auch den Hinweis angezeigt, 20 Meter vorher. In der Vergangenheit war es immer so gewesen, dass du an der Kreuzung, wo du jetzt stehst, schon den Hinweis für die nächste Kreuzung hast, was überhaupt keinen Sinn macht. Das hat Suunto zum Glück geändert. Einziges Manko, die 20 Meter gelten sowohl fürs Laufen, Radfahren, Traillaufen. Also gerade fürs Radfahren würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass hier die Abstände etwas größer sind, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nicht nur die Abbiegenweise haben sich geändert, auch bei der Anstiegshilfe gibt es eine Änderung. Ihr bekommt euch jetzt bei der Gesamtübersicht ebenfalls die Schwierigkeitsgrade der Anstiege angezeigt. In der Vergangenheit war es ja immer nur eine blaue Linie und mit dem Update habt ihr es jetzt auch komplett in der Übersicht. Ihr könnt natürlich dann auch weiterhin reinzoomen, um den aktuellen Berg hier komplett zu sehen, wie dann die Steigung ist. Ihr könnt es einmal in Prozent anzeigen lassen, aber natürlich dann auch in Grad. Und so seht ihr live während des Laufens dann, wie viel ihr noch vor euch dann an Anstieg habt. Und das gleiche gilt dann auch für den Abstieg, sowohl fürs Laufen als auch natürlich dann fürs Radfahren. Eine weitere Anpassung haben wir dann im Bereich der Laufbahn. Besser gesagt, ihr könnt ja bei den Laufbahnen ja festlegen, auf welche Bahn ihr lauft und dann könnt die Uhr das hier optimal messen. Und wir sehen jetzt hier, Bahn 1 ist standardmäßig ausgewählt, das ist ja die Innenbahn. Es gibt dann hier auch noch weitere Bahnen und du hast jetzt mit dem Update nun die Möglichkeit, auch die Strecke anzupassen. Das heißt also, wenn du eine kürzere Bahn läufst oder irgendwo anders, dann ist es auf jeden Fall möglich. Das geht von 200 bis 399 Meter. Und dann hat die Uhren auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Bahn besser zu erkennen, beziehungsweise auch ein sehr gutes GPS-Bild aufzuzeichnen. Aber nicht nur bei der Aktivitätsaufzeichnung hat sich was geändert, auch bei der Auswahl von Datenfeldern, die du dir während der Aktivität anzeigen lassen kannst, sind einige hinzugekommen. So kannst du zum Beispiel die Abstiegsdauer und Aufstiegsdauer anzeigen lassen oder auch die vorhergesagte Temperatur als auch den Wind. Der wird auf der Uhr dann aber als FC angegeben für Forecast, also nicht wundern. Oder es gibt dann auch die Option, den Kompasskurs anzeigen zu lassen. Oder dann auch die Batteriewerte für die Stunden als auch Prozent. Das heißt also, dann wird auch hochgerechnet, wie lange die Akkulaufzeit noch ist. Ist sehr gut für die Übersicht. Oder auch die GPS-Signalstärke ist ebenfalls möglich hier anzeigen zu lassen. Ich habe mal alle Datenfelder hier auch eingeblendet. Es sind doch einige, die du jetzt hier dann auswählen kannst. Neben den neuen Datenfeldern sind aber auch 22 neue Sportarten hinzugekommen. Neben Biathlon gibt es zum Beispiel jetzt IMTB, Feldhockey ist mit dabei, Skilanglauf, als auch Skateboard, Yoga oder auch Vertical Running sind ebenfalls nun als Sportart hier auf den Uhren vertreten. Die richtige spannende Änderung finden wir aber dann hier im Kalender. Besser gesagt, wenn wir hier draufdrücken, sehen wir es auch schon direkt ausgewählt, mein Plan, und das ist auch alles hier im Beta-Zustand. Das heißt also, hier und da gibt es noch ein paar Fehler, ist manchmal ein bisschen nicht richtig übersetzt oder du bekommst nicht alle Daten richtig auf die Uhr angezeigt. Also wie gesagt, Beta-Zustand ist hier zum Testen. Aber wir können sehen, wir bekommen jetzt hier verschiedene Pläne angezeigt, sei es hier für einen Marathon oder dann auch zum Beispiel hier für schnelleres Laufen, Fitness oder dann Triathlon gibt es hier einige Pläne. Auch Trailrunning ist mit dabei. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier in der Suunto-App eigene Trainingspläne zu erstellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal First Marathon. Wenn ihr das erste Mal Marathon laufen wollt, es gibt da so eine kleine Beschreibung. Hier sehen wir auch schon alles noch in Englisch. Das liegt, wie gesagt, daran, dass es eine Beta ist. Und wir können dann hier runterscrollen, nämlich jetzt auch hier ein personalisiertes Programm starten.
Das wählen wir jetzt aus. Und hier werden wir dann mal gefragt, wie viel Training machen wir eigentlich in der Woche. Wir sagen jetzt hier 3 bis 5 Stunden, sagen jetzt fortfahren. Und dann werden wir auch dann gefragt, wie viel sind wir bereit, dann hier in der Woche zu trainieren. Sagen hier 5 bis 7 Stunden. Und wenn wir dann auf Fortfahren gehen, werden wir auch gefragt, wann wir dann die längsten Läufe machen können. Das ist bei mir hier eindeutig der Sonntag. Und wenn wir dann hier auf Fortfahren gehen, werden wir dann auch noch gefragt, welche Sportarten möchten wir machen. In dem Fall will ich jetzt Radfahren und Laufen nutzen, weil ich ab und zu mal ein bisschen Radfahren möchte. Und dann gehen wir weiterhin auf Fortfahren. Und dann werden wir jetzt noch gefragt, möchten wir auch dann Krafttraining dazu haben, was natürlich auch völlig Sinn macht. Um hier einen Ausgleich zu haben, gehen wir auch ebenfalls auf Fortfahren. Und möchte ich irgendwas erreichen? Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte einfach nur das Rennen fertig machen. Einfach meinen ersten Marathon. Und dann wollen wir noch sagen, welches Terrain. Wir sind hier meistens Flat und Fast. Oder wir können auch Hill auswählen. Also ihr seht, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir dann hier auf Fortfahren gehen, werden wir noch gefragt, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Wir haben es momentan nice and warm. Und als vorletztes werden wir noch gefragt, welchen Tag möchten wir dann ausruhen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Montag nach dem Long Run. Und dann gehen wir jetzt auf Fortfahren. Und jetzt können wir noch sagen, wann soll unser Programm starten. Wir nehmen jetzt einfach den 29. Sagen jetzt fertig. Und dann sagen wir hier dieses Programm starten. Und ab diesem Zeitpunkt erstellt uns jetzt hier der KI-Coach für uns einen individuellen Trainingsplan. Wir können einfach mal in einen früheren Plan hineingehen, den ich jetzt schon gemacht habe, um einfach mal zu zeigen, wie das dann hier aussieht. Und hier bekommt dann auch so eine kleine Übersicht. Einmal sehen wir hier, dass ich nur 42% der Woche erfüllt habe. Da ging es aber eher darum, das Ganze mal zu zeigen. Dann sehen wir auch hier alles, was gelb durch oder gefüllt ist. Das habe ich auch gemacht. Was hier noch leicht schraffiert ist und nicht gefüllt ist, das habe ich einfach nicht durchgeführt. Und wenn wir weiter runter scrollen, gibt es dann auch noch die Dauer bzw. die Strecke, die man absolviert hat. Das heißt also, hier wird dann alles nochmal für euch analysiert. Und sobald der Trainingsplan fertig ist, besser gesagt auf die Uhr synchronisiert ist, bekommst du dann zum Beispiel, wenn du in die Laufaktivität reingehst, dann auch direkt die Frage, möchtest du heute ein Training absolvieren, was auf dem Plan steht? Und solltest du das hier versehentlich wegklicken, dann hast du aber in der Aktivität die Möglichkeit, über Suunto Plus auf Guides zu gehen und hier dann auch den Tag auszuwählen. Besser gesagt, du kannst auch andere Tage dann trainieren und dann bekommst du auch hier ein geleitetes Workout. Aber das momentan nur auf Herzfrequenzbasis und auch sehr rudimentär. Also man merkt auf jeden Fall, dass es noch Beta ist. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber auch bei der Suunto Run gab es ein paar Updates, besser gesagt 2 wichtige oder 2 interessante. Zu einem habt ihr nun auf der Suunto Run die Möglichkeit, auch wirklich die ganze Liste an Widgets anzeigen zu lassen. In der Vergangenheit war das hier auf ganz wenige Widgets nur beschränkt und die meisten waren hier in einem Untermenü. Das wurde jetzt behoben und die Suunto Run unterstützt jetzt an dieser Stelle auch Leistungsmesser beim Radfahren. Das heißt also, den kannst du jetzt auch verbinden und ebenfalls nutzen. Das Update selbst bietet natürlich auch weitere Verbesserungen und Bugfixes. Ich blende einfach mal hier ein paar ein, die dann durchgeführt worden sind. Das heißt also, auch da hat Suunto wieder an den Uhren gearbeitet. Insgesamt muss ich sagen, ich bin mit dem Update wirklich sehr zufrieden. Es gibt hier viele gute Neuerungen. Gerade das mit den Sensoren finde ich jetzt sehr gut, dass es nicht auf eins beschränkt ist. Aber das ist auch eher so ein individuelles Problem. Es kann sein, dass es bei dir vielleicht nicht der Fall war. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben, was für dich das Highlight hier der Updates war. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Suunto sehen möchtest, ich habe auch die Suunto Race 2 getestet. Das verlinke ich dir unten mal. Eine sehr spannende, interessante Uhr. Aus meiner Sicht sogar die beste Suunto-Uhr, die man aktuell kaufen kann. Und ich habe natürlich auch mal die Suunto Run getestet. Die verlinke ich dir oben mal. Da kannst du reinschauen, wie da der Test gelaufen ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bin ich an der Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.